In diesem Video wollen wir uns einmal anschauen, wie man mit MQL5 den Spread für eine bestimmte Anzahl von Kerzen ermitteln kann. Also lassen Sie uns einmal schauen, wie man so etwas mit dem MetaTrader programmiert. Um das zu tun, klicken Sie im MetaTrader bitte auf dieses kleine Symbol oder drücken Sie die F4-Taste. Das ruft dann hier den Meta-Editor auf und hier klicken wir auf Datei, Neue Datei, Expert Advisor aus Vorlage, Weiter. Ich vergebe hier einmal den Namen Simpler Spread Checker, klicke auf Weiter, Weiter und Fertigstellen. Jetzt kann hier alles oberhalb der OnTick-Funktion gelöscht werden und auch die 2 Kommentarzeilen können weg. Wir starten damit, dass wir uns eine benutzerdefinierte Input-Variable generieren. Die kann man durch diesen Modifier Input während der Laufzeit verändern, ohne dass man neu kompilieren muss. Es handelt sich um eine Integer-Variable für die Anzahl der Kerzen. Der Initialwert ist 5. Innerhalb der OnTick-Funktion erstellen wir uns eine Variable für den niedrigsten Spread. Die ist vom Typ Double und heißt hier Lowest Spread Value. Der erste Wert für die Initialisierung ist 100.000, also ein sehr hoher Wert. Das wird auf jeden Fall nicht der niedrigste Wert, den wir sehen. Danach erstellen wir eine weitere Variable für den höchsten Spread-Wert. Hier nutzen wir als Initialwert die 0 und das wird auch mit Sicherheit nicht der höchste Spread sein. Danach erstellen wir uns ein Array für Preisdaten, das nennen wir Preisinformation. Und mit dieser Funktion hier MQL_Rates bekommen wir die Information für Preise, Volumen und Spread für jede einzelne Kerze. Danach sortieren wir das Array von der aktuellen Kerze an abwärts. Das übernimmt die Funktion ArraySetAsSerious. Und jetzt füllen wir es noch mit Daten, in meinem Fall mit CopyRates für das aktuelle Symbol, also das Währungspaar auf dem Chart, und die auf dem Chart ausgewählte Zeiteinheit. Wir starten mit der aktuellen Kerze 0 und möchten gerne unser Array mit Preisdaten für 200 Kerzen füllen und die Daten im Price-Information-Array speichern. Um jetzt den kerzenbezogenen Spread zu ermitteln, gehen wir die Kerzen mit einem For-Loop, also einer For-Schleife, durch. Wir starten damit, dass wir mit der Anzahl der Kerzen, also der, die wir hier oben definiert haben, beginnen. Und solange wie die aktuelle Kerzennummer größer oder gleich 0 ist, führen wir die For-Schleife aus und zählen runter. Um den Spread für eine Kerze zu berechnen, greifen wir dann auf die Nummer der aktuellen Kerze in unserem Price-Information-Array zu und mit der Eigenschaft .Spread bekommen wir die kerzenbezogene Information dazu und die speichern wir in unserer Variable CurrentCandleSpread. Danach erstellen wir uns eine Journalausgabe. Das übernimmt die Print-Funktion. Die wird uns im Journal anzeigen, aktueller Spread für Kerze, gefolgt von der Kerzennummer. Danach folgt ein Doppelpunkt und dann kommt der aktuelle kerzenbezogene Spreadwert. Jetzt prüfen wir, ob der Spread für die aktuelle Kerze kleiner ist als der bisherige niedrigste Spreadwert. Und wenn das so ist, dann weisen wir diesen Wert unserer Variable für den niedrigsten Spreadwert zu. Im anderen Fall, wenn der aktuelle Wert größer ist als der aktuell höchste Spreadwert, dann speichern wir diesen Wert und weisen ihn der Variable HighestSpreadValue zu. Jetzt erstellen wir uns mit Command noch eine Chartausgabe. Die wird uns den Satz niedrigster Spread war und höchster Spread war, gefolgt von den ermittelten Werten auf dem Chart anzeigen. Zum Schluss müssen wir noch die For-Schleife beenden und das hier ist das Ende von der OnTick-Funktion. Das war's also soweit. Und wenn Sie keine Ahnung haben, was alle diese Codezeilen bewirken sollen oder wenn Ihnen das zu schnell ging, dann möchten Sie sich vielleicht zunächst die anderen Videos aus dieser Grundlagenserie anschauen. Vielleicht ist aber auch der Premium-Kurs interessant für Sie. Den finden Sie auf unserer Webseite. Und auch das hier war wieder ein Video, das aus einer Anregung eines Premium-Kurs-Teilnehmers entstanden ist. Und wenn Sie schon Mitglied im Premium-Kurs sind und eine Idee für so ein Video haben, dann schicken Sie mir doch einfach ein E-Mail.
Für den Moment klicken wir hier auf Kompilieren oder drücken die F7-Taste. Das hat bei mir ohne Fehler funktioniert und wenn das bei Ihnen auch so ist, dann können Sie jetzt hier oben auf dieses kleine Symbol klicken oder die F4-Taste drücken, um in den MetaTrader zurückzukehren. Und im MetaTrader klicken wir auf Ansicht, Strategietester oder drücken die Tastenkombination STRG und R. Bitte wählen Sie hier die neu erstellte Datei simplerspreadchecker.ex5 aus, markieren Sie hier die Option für den visuellen Modus und starten Sie Ihren Test. Hier läuft der Expert Advisor auch schon los. Ich habe mal ein etwas exotisches Währungspaar genommen. Man sieht hier, dass sich die Werte verändern und wenn man auf die Reiterkarte Journal klickt, dann sehen wir hier auch die Werte für die einzelnen Kerzen. Wir verlangsamen das jetzt mal. Hier wird uns angegeben, dass der niedrigste Spread 1429 war. Das ist hier der eingetragene Wert für die Kerze 5. Der höchste Spread war 2694. Das trifft für Kerze 3 zu und ist auch der höchste Wert. Unser Expert Advisor funktioniert also wie erwartet. Und Sie haben in diesem kurzen Video gelernt, wie Sie mit MQL5 die Spread-Werte für einzelne Kerzen berechnen können. Und Sie haben das selbst programmiert mit diesen paar Zeilen hier in MQL5.